Hallo, heute erkläre ich dir, wie ich dieses Bild gemalt habe. Also ursprünglich wollte ich in diesem Video nur jemandem Bestimmtes zeigen, wie man abstrakte Blumen malt. Und dann hatte ich die Idee, die doch gleich in Kontext zu setzen mit dem Porträt, da das auch Inhalt oft eines Diskurses ist. Ja, und dann habe ich halt angefangen mit dem Porträt, das zu skizzieren mit dem Bleistift und das einfach nur zu fixieren. Das mache ich hier gerade mit dem Bindemittel, mit dem Flüssigen. Und dann war es auch schon vorbei mit dem Plan. Denn dann hat eine Interaktion mit meinem Bild stattgefunden. Das war sehr amüsant. Ja, die Linien sind fixiert. Ich habe gleich ja die Zeichnung auch etwas verwischt, so dass ich schon etwas plastischer in der Bleistiftzeichnung bin. Und da die Linien fixiert sind, kann ich auch einfach mit der Farbe darüber wischen. Und ich koloriere jetzt einfach das Porträt, beziehungsweise arbeite gleich den Hintergrund mit ein. Ja, und das ist jetzt dieselbe Technik, die du auch aus den Himmel- und Wolken-Videos kennst. Ich tupfe hier mit dem trockenen Tuch die nasse Farbe wieder weg und dadurch kommt der weiße Untergrund wieder zum Vorschein. Und ich tue das, weil ich hier jetzt schon Höhen einarbeite. Also das Blau der Farbe ist meine Tiefe in dem Bild und das Herauswischen ist dann meine Höhe. Ja, also wie vorhin schon angedeutet, hatte ich vorgehabt, in diesem Video zu zeigen, wie man ganz schnell einfach abstrakte Blumen malt. Da ich jetzt aber doch noch dieses Porträt mit mir zur Aufgabe gemacht habe, das zu zeigen, ist es etwas komplexer geworden. Und ich fange jetzt quasi an und baue mir das Bild auf. Also ich gebe jetzt Höhen und Tiefen erst einmal in einer ersten Farbgebung ein. Was du jetzt gerade siehst, ist, dass ich meiner fiktiven Figur hier gerade einen Mantel, einen Umhang einarbeite. Und das macht gerade ganz viel Spaß, weil mit dem Fensterwischer kann ich so Muster reinbringen. Und das passt genau zu dem, was ich so im Kopf habe. Also ich habe ja jetzt keine Vorlage, ich mache das jetzt, ich lasse mich selber inspirieren und das funktioniert ganz gut gerade.
Ja, der Hintergrund ist erstmal trocken jetzt und ich fange jetzt an und arbeite das Porträt weiter mit dem Pinsel aus. Das heißt, ich male jetzt Schritt für Schritt erst einmal weiter an dem Gesicht. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Skizze habe, die relativ grob ist, dann kann ich anfangen und Lichter reinsetzen weiter. Also ich gehe jetzt erstmal nochmal weiter in die Höhe. Also kleine Schattierungen sind durch das Blau jetzt ja schon vorhanden und auch durch das Rot gab es jetzt so eine kleine Vorgabe, weil das Rot eben darauf gekommen ist. Und jetzt arbeite ich erstmal weiter und arbeite die Höhen aus dem Gesicht etwas mit Weiß aus. Ja, und damit die Farben nicht so kalt sind, weil ich ja gerne mit Pink und Blau arbeite, ich aber trotzdem ein bisschen Wärme mit reinbringen möchte, ein bisschen Licht, habe ich jetzt das Gelb dazu genommen und arbeite jetzt erstmal weiter noch mit dem Gelb, lasse es wieder trocknen und arbeite dann wieder in dem Gesicht weiter. Also es ist immer im Wechsel gerade. So, ich gebe also immer mehr Farbe dazu, ich arbeite immer mehr Tiefen und immer mehr Höhen aus und so langsam wird das Porträt lebendig. Und im Grunde genommen wollte ich das jetzt so bis dahin gemalt haben, weiter wollte ich es gar nicht ausarbeiten, denn jetzt war die Idee da, auf den Kopf einfach leicht und schnell Blumen draufzusetzen, einfach mit dem Spachtel. Ja, und spätestens an dieser Stelle waren meine Gedanken dann so laut, dass ich dann auch mich immer sehr amüsiert habe, denn dieses Porträt hat mir die ganze Zeit gesagt, was machst du hier eigentlich? Was willst du mir jetzt Blumen auf den Kopf malen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und das war, ja, die ganze Zeit schon, schwingte das schon mit. Und auch als ich dann die Lippen so bemalt habe, obwohl es ja eigentlich eher so eine funktionale Sache war, ja, musste ich doch lachen und gegen meine innere Stimme ankämpfen. Denn dieses Porträt hat eigentlich mehr gesagt, wie kannst du mich jetzt hier so bemalen, wo ich das doch eigentlich gar nicht will. Und diese Interaktion siehst du jetzt eigentlich in dem Blick des Porträts, denn es wurde etwas wütend und ich musste wirklich lachen und musste dann auch diesen Ausdruck in das Gesicht bringen, denn es war irgendwie etwas
Ja, also eigentlich war es sehr amüsant. Also ich habe mir jetzt nochmal die Blüten vorgezeichnet, damit ich nochmal eine Aufteilung bekomme, weil mein Plan war ja eigentlich ein anderer. Jetzt arbeite ich sie etwas mehr aus und gehe dann auch mit dem Pinsel bei und setze erstmal eine zweite Farbgebung drauf. Sieht ja noch ein bisschen wild aus auf dem Kopf. Und jetzt kriegt es eine Ordnung sozusagen. Ja, rein technisch ist es hier eben kleine Feinarbeit, immer mehr Höhen draufsetzen, Tiefen reinbringen, mit dem Pinsel arbeiten, mit dem Lappen wieder was wegnehmen und auch mit dem breiten Fächerpinsel was verstreichen. Was ich dir grundsätzlich mitgeben kann, ist, dass wenn du Menschen malst, zum Beispiel auch gehende Menschen, Menschenmassen oder auch einzelne Personen, dass du das fühlst, was da in der Person vorgeht oder gehen könnte. Und du nimmst dann automatisch die Haltung der Person ein und dann kannst du sie auch wiedergeben. Also wenn du das fühlst, dann kannst du auch den Ausdruck reinbringen und das ist bei abstrakt genauso wie bei gegenständlich.
So, jetzt setze ich hier noch ein paar Lichter noch zum Schluss drauf, weil doch das Weiß oft immer noch mal wieder verloren geht. Und dann ist es für mich auch fertig. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr amüsiert. Das Video an sich ist jetzt nicht unbedingt was für Einsteiger oder Anfänger, aber du kannst trotzdem ganz gut sehen, wie ich arbeite und auch vielleicht trotzdem was mitnehmen. Ich hoffe es. Ja, da habe ich jetzt ja gerade gearbeitet, oder du konntest mich ja jetzt auch mal sehen bei der Arbeit. Denn so ein Porträt ist doch einfacher an der Staffelei zu malen als auf dem Tisch mit dem langen Arm. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du likest das Video, auch gerne abonnieren, falls du noch kein Abonnent bist. Ich danke dir für deinen Kommentar und freue mich, dass du dabei warst. Danke. Tschüss.